ist auch wirklich, Mono M ist auch an dem Auto immer noch ein schönes Rad. Auch wenn ich finde es, ja gut, aber ich den schwarz nehmen würde, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. Ich reagiere mal wieder auf ein Video und bin gespannt, was das Team mir diese Woche rausgesucht hat. Lasst uns einfach mal einsteigen, weil ich habe überhaupt keine Ahnung, was da kommt. Und dann schauen wir mal, was das hier ist heute. Ah, klar, okay. Ich weiß, genau, da steht es auch schon. Revealing my new Tiffany Custom Brabus G-Wagon. Das ist das Video von Supercar Blondie, was sie 2022 sein. Ich meine, das war roundabout rund um den Crawler Release damals. Und schöne Geschichte. Look how huge it is. Yo, Nick, I think it's just coming now. It's coming? Yeah. Okay, I'm Miguel, what's up? I got a little surprise. Okay. I mean, it's a big surprise. Alright. Can I look? Oh, wow! Ah, schönes Auto, ne? Auch der Rolls I Royce. think it is. Coole Farbkombination. Really? Oh, look at the box. This is awesome. What? This is like a Tiffany box. Yep. Oh my, this is so Super schönes Video, Okay. fand ich damals, insbesondere weil sie dieses Auto, soweit ich weiß, auch immer noch fährt. Ja. Habt ihr mal was Gegenteiliges gehört, Jungs? Ich bin jetzt gerade nicht im Thema in den letzten Tagen, aber es ist ein Auto, was sie jetzt seit 2022 auch in Dubai fährt und was man auch immer wieder sieht, ist wirklich, wirklich schön, weil sie sich natürlich weil sie natürlich diverse Autos auch fahren kann und ich find's toll, dass es ein G von uns geworden ist. Jetzt haben wir natürlich in der Kiste auch schon ein bisschen Hinweis auf die Farbkombination. Der eine oder andere von euch wird es schon gesehen haben. Und jetzt lasst uns mal schauen, wie sie das aufmacht. It's fully customized. What do I do? Pull on the bob. Das war ein bisschen Arbeit. But I don't want to ruin it. It's so pretty. Do it. Just hold. Yeah. This is awesome! Oh my goodness! Oh. Guys, this is so cool! Oh my goodness, wait. Während sie jetzt hier die Kiste auspackt, man sieht schon, super interessante Farbkombination, die wir hier selten bis jetzt hatten, nämlich Grau-Silber in Verbindung mit silberfarbenen Monoblock M. Die meisten Kunden nehmen die Mono M in Shadow Chrome oder in Schwarz. Ich finde aber, hier sieht es wirklich gut aus. Tiffany Edition Brabus G-Wagon. How cool is it? Jetzt denken ja viele vorab vielleicht mal, das ist eine Promo oder es ist eben gekaufte Werbung von uns. Und ganz klar muss ich dazu sagen, das ist nicht der Fall. Deshalb fand ich die Aktion auch so schön. Sie hatte einfach richtig Lust auf einen Brabus und dementsprechend konnten wir dann mit ihr auch so arbeiten und sie fährt das Auto und das macht mir daran besonders Spaß. Wir machen keine Fake-Promo. Also es gibt bei uns nicht den Kunden, der angeblich das Auto kauft, dann hat er es aber gar nicht gekauft und in dem Bereich kann man die Autos eben auch nicht leasen oder leihen. Entweder kaufst du so ein Auto oder du kaufst ein Auto nicht. Und das ist hier auch der Fall gewesen. Und ich finde es echt cool, dass sie ein Auto von uns fährt. These rims. So these are called monoblock 23-inch rims by Brabus. And the cool thing is, guys, is when you buy a G-Wagon, you take it into Brabus, you can basically do it however you want. It's fully customized to you. So I had so many rims to choose from, and I was like, no, you know what? There's something about these rims, it just goes bam in your face. It's so freaking cool. And do you see this kind of brushed metallic effect here? I love this. This is done by Cardip.
I love the contrast between this color and the Tiffany blue. I love that. Right, now let me show you what else they've done. So much stuff. Oh, sports exhaust, all new. I'm gonna rev it later so you guys can see just how good this sounds. They've actually upped the horsepower to 800. It is now 800 horsepower. Ich wollte gerade fragen, war 800er oder 900er, aber es waren ein 800er. 900er ist nochmal eine vollständig andere Operation, ist aber bis heute ein sehr, sehr beliebtes Produkt. G800 bit turbo. Now come around the Der 800er. Again, I could select whatever I wanted to for the spare wheel cover. This is all carbon fiber. Love, love, love. You've got the rear spoiler up here as well. Around here, look, you've got the 800 badge. Important. Love. It's actually got something called a wide star body kit. All right, so if you look at this, all the fenders come out further than on a normal G-Wagon. Can you see that? So all of this is new, and all of these lights as well, the LED lights they've put in. And up here, you've got LED spotlights. So that's all done by Brabus. And then of course, you cannot miss this incredible hood scoop in carbon fiber. I love this feature. And what they've also done, and I love the attention to detail, is instead of making this in red, sometimes it's red stripes, they've made it Tiffany blue stripes. I think that is so gorgeous. Now the one thing you want to see, guys, is why is this the Tiffany edition Brabus? Come with me. I could select any color I wanted to for the interior. This is the one I selected. Ready? Es ist, bevor wir uns jetzt das Interieur anschauen, ist natürlich super spannend, mal mit ihr um das Auto zu laufen und auch mal ihre Gedanken dazu zu hören. Es ist total interessant zu sehen, dass verschiedene Menschen sich immer wieder vollkommen verschiedene Autos zusammenbauen. Wenn wir uns heute unseren Konfigurator anschauen, sind wir bei vielen 100 Millionen verschiedenen, statistisch würde man jetzt sagen, in der Wahrscheinlichkeitsrechnung Permutationen. Also viele 100 Millionen verschiedene Möglichkeiten, in denen man ein Auto gestalten kann, bevor wir wieder bei der ersten ankommen würden. Es ist interessant zu sehen, dass sich beispielsweise Amerikaner häufig vollständig andere Autos designen als Europäer, als Menschen, die eher aus dem Mittleren Osten kommen, wiederum als Asiaten. Es gibt ganz klare Designtrends, die sich auch deutlich geografisch zuordnen lassen. Ist immer wieder spannend, wenn ich durch die Fertigung laufe, ein Auto sehe. Es gibt häufig sofort den Gedanken dazu, in welches Land dieses Auto, welche Region das Auto gehen könnte oder aus welcher Region es schon zu uns gekommen ist. Und das hat überhaupt nichts mit Stereotypen zu tun, sondern es hat einfach damit zu tun, dass beispielsweise im japanischen Markt, um mal ein Beispiel zu nehmen, teilweise unglaublich bunte Autos gebaut werden, viel progressivere Farben genommen werden, es komplett anders mit Farbe umgegangen wird als der normale Kunde in Europa, der häufig schwarz und Silber kauft, bei dem Weiß schon sehr, sehr mutig ist. Amerikaner machen es dann wieder komplett anders. Sie hat sich jetzt ein Auto zusammengestellt, was erstmal einen sehr, sehr classy Look hat. Allerdings hat sie dann natürlich, und auch das ist ein Thema, was wir in den letzten Jahren immer wieder sehen, dann hat sie natürlich im Interieur richtig Gas gegeben, sodass die Farbe in dem Fall jetzt Tiffany Grün richtig rauskommt, wobei das natürlich nicht klar ist, das ist im Prinzip ja wie bei Tempotaschentüchern, es hat fast schon, die Farbe ist inzwischen einfach Tiffany. Egal wie wir sie nennen, und es ist in dem Moment natürlich keine offizielle Kollaboration gewesen, sondern bei uns gibt es diese Farbe schon seit vielen Jahren, aber insbesondere durch den Job, den Tiffany in den letzten Jahren gemacht hat, aber auch, was ich finde, durch die Kollaboration mit Patek, bei der Nautilus ist das Thema nochmal richtig nach oben gespült worden und es ist einfach bei allen Kunden, so wie bei ihr jetzt auch eben, dann die Farbe Tiffany. It is bright blue, beautiful Tiffany blue. Look at this, even in the steering wheel is Tiffany blue. I'm just in love with this color. The back, because you get more blue in the back. Look at this. Oh, it's so gorgeous. I chose this stitching pattern. You can choose whatever, and then here on the headrest, check this out, it's all new stitching, Brabus 800. And what I'm actually going to do, you guys, is because I want more Tiffany blue, so I'm going to make the roof and the pillars all in Tiffany blue as well.
So that's going to happen in the next few weeks. I'm super excited about doing that. And you get all of these light up panels as well by Brabus that lights up. You can see that a little bit there in the shadow. Oh, how cool. What do you guys reckon? What do you reckon? Let's get in. I've seen this car with like a bright yellow interior, a bright red one, a dark blue. There are lots of dark blue interiors, but I've never seen this before. I'm so stoked at how this turned out. Even down here, you guys, look. Genau darum geht's. Es geht eben immer wieder bei uns, dass die Kunden sich ihr ganz individuelles Brabus Masterpiece bauen wollen. Und es geht für mich immer wieder darum, dass es genau das ist, was der Kunde sich immer wieder vorgestellt hat, wenn er schon mit dem Traum zu uns kommt. Oder es geht darum, dass die Menschen sich eben bei uns wirklich beraten lassen. Und typischerweise dauert eine Konfigurator-Session heute, wenn wir uns wirklich damit beschäftigen, was es werden soll, mindestens mal einen halben Tag. Das ist überhaupt nicht selten, dass man mal 3-4 Stunden mit einem Kunden zusammensitzt, der sich wirklich dafür interessiert. Und häufig kommt auch mehr als eine Variante dabei raus, die Menschen dann mitnehmen und nach 1, 2, 3 Tagen oder nach einer Woche eben anrufen und sagen, okay, für mich ist es doch das Blau, es ist doch das Grün, es ist doch das Türkis oder es ist doch das Rot. Und genau dafür machen wir das ja alles hier. Der Grad, in dem man das Ganze individualisieren kann, ist tatsächlich heute so tief oder so hoch, dass es auch ohne einen Experten bei uns aus dem Team eigentlich gar nicht mehr geht. Bei Stammkunden, die das zum x-ten Mal machen, das schon mehrfach hinter sich haben, da geht das. Allerdings insbesondere bei Menschen, die zum ersten Mal hier bei uns zu uns kommen und ein Auto konfigurieren, ist es eine echte Herausforderung, den Kunden nicht zu überfordern mit den Dingen, die er sich da am Fahrzeug oder auch im Interieur aussuchen kann. Und jetzt haben wir mit ihr natürlich eine absolute Autoexpertin, die sich schon hunderte Fahrzeuge angeschaut hat und mich freut, dass er eben auch die Details sieht und noch darauf hinweist. Aluminium pedals, can you see that? Just all the little details, even here on the wheel. Oh man, I'm loving this. I got one more thing to show you before I rev this baby and just show you how beastly it sounds. Around the front, we're going to pop the hood, something we don't usually do on this channel. Es ist interessant, dass sie das sagt, bevor sie jetzt die Motorhaube aufmacht, weil sie ja tatsächlich Videos macht insgesamt und auch damit über die Jahre bekannt geworden ist, die Autos nicht aus der Perspektive eines totalen Autonerds beurteilen, sondern in denen sie die Perspektive einnimmt, die meisten Menschen einnehmen, wenn sie sich rund um die Welt ihre Videos anschauen, nämlich die einfach des autointeressierten Menschen, des Autofans, der aber auf die Frage, wie lang jetzt der Federweg ist oder das Detail in der 97. Dimension, wie genau jetzt die Turboanbindung irgendwie strukturiert ist, nicht wirklich Wert legt, sondern einfach sich mit dem Gesamteindruck, mit dem Feeling, mit der Emotion rund ums Auto beschäftigt. Ich glaube, das ist einer der Gründe, weswegen ihr Kanal auch so bekannt geworden ist und weswegen ihr auch so viele Leute inzwischen online folgen. Fully upgraded the engine. Look at this. Now it has 800 instead of 585 horsepower. So also das Auto ist auch dahin gefahren worden zur Location, ne? For 200 more horsepower to this beast right now. To get it to 700 is okay, but to get it to 800, they have to replace all of these different parts and everything. So this is a huge project, and this has actually been with Brabus for months. Should we go for a drive? Let's do it. All right. Ist auch wirklich, Mono M ist auch an dem Auto immer noch ein schönes Rad. Auch wenn ich finde es ja gut, aber als ich den schwarz nehmen würde, ist jetzt auch nicht wirklich eine Überraschung. I'm filming that. Yeah. Okay, right. Just check this out actually. Check this out. So this is how you change the exhaust, or you open the exhaust with this right here. Klappenauspuff. And you can hear that open up, and now it's like this deep grumble. All right. Rev it. I can't hear. We're going to take it out. Schönes Auto. Wirklich schönes Auto, ungewöhnliche Kombination. Okay, ready? Sehr elegantes Styling. Feel what 800 horsepower.
er schiebt Alright, natürlich. so there's a bit of a turbo lag, so you need to wait for it to really kick in with the power. But once it does, what happens is it has so much power, the front actually lifts as you drive. This is crazy. It just goes whoop. Oh my god. Now I want you guys to listen to the sound. Listen to this. Man sieht es sogar auf der Kamera. Ist immer spannend, wenn man neben einem, insbesondere natürlich jetzt G900 oder 900er Rocket Edition steht und sich dann mal an einem vorbei beschleunigt. Das Auto steht so. Es steht so auf der Straße. Also das gesamte Gewicht verschiebt sich auf die Hinterachse und der Koffer schiebt ohne Ende an. Und auch wenn es natürlich mit Allrad nach vorne geht. Aber da passiert schon richtig was. Und genau das kann man jetzt hier gerade schön sehen. Oh my god! Now listen to this. Oh! It sounds like a Lamborghini. That is so awesome. Okay, now check it out from the outside. It's really loud. It's so cool, huh? Wow. Okay, jump out, jump out. Weiterhin ist die G-Klasse für mich das absolut perfekte Beispiel für das Thema Emotionalität und Auto. Das Beispiel kann man genauso gut an der Marke Ferrari zum Beispiel festmachen, auch eine Marke, die extrem stark Auto und Emotionen verknüpft, wo es nicht unbedingt um die Frage geht, wie komme ich jetzt von A nach B. Im gesamten Mercedes-Portfolio ist weiterhin für mich die G-Klasse das perfekte Beispiel für ein Auto, was kein Mensch auf der Welt kauft. Zumindest wenn er jetzt nicht im harten Offroad-Einsatz damit unterwegs ist, weil es das praktischste Auto auf der ganzen Welt ist. Eine G-Klasse kaufst du dir, wenn du Lust auf eine G-Klasse hast. Das ist so und bleibt zum Glück jetzt mit dem neuen 465 dieses Jahr natürlich auch so. Und ich bin auch total happy, dass das Auto so bleibt. Jetzt mit dem neuen Release, wie hier der hier zu sehende 463 schon war, nämlich die G-Klasse bleibt einfach G-Klasse. Das ist komplett anders als jeder andere Mercedes-Benz auf dem Markt und ist auch komplett anders als jedes andere Auto auf dem Markt. Und ihre Reaktion erklärt für mich in wirklich einer Sekunde perfekt zusammengefasst das, was wir hier One Second Wow nennen. Es ist bei Brabus, und da geht es bei uns natürlich immer darum, entweder der sofortige Effekt, wenn du einsteigst, losfährst, Spaß hast, oder eben nicht. Wenn wir das nicht schaffen, haben wir unseren Job nicht gemacht und hier scheinen wir es hinbekommen zu haben. Ja, da sieht man es immer wieder vorne aus wieder. Can you rev it here? Yeah, let's do it. Schon kernig, ne? Ich finde auch G-Klasse-Sound ist ja immer wieder erkennbar. Es ist super markant. Selbst wenn du die in der Basis die 63er AMG-Motoren nimmst und dir mal anschaust, wie klingt eine S-Klasse, S63, wie klingt ein GT, wie klingt ein SL, finde ich, in der G-Klasse hat er immer noch mal einen viel, viel markanteren Sound. Das war's. Was haltet ihr von Alex Brabus 800? Schreibt's mir in die Kommentare. Auf jeden Fall spannend, das zu sehen. Dear Alex, thank you very much for the business. I hope you still have fun with the car. Let me know how it goes. Liebe Leute, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, freue ich mich, wenn ihr ein Abo da lasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und ich freue mich auf eure Fragen. Ciao, ciao.